Also grundsätzlich brauchst du für niemand, also für nichts in Flive brauchst du zwingend andere Leute. Theoretisch. Einzige, wo es wirklich schon hardcore schwierig wäre, beziehungsweise ich glaube, das ist legit fast unmöglich. Anku Solo. Ich glaube, ehrlich gesagt, es geht gar nicht. Also zumindest auf jeden Fall nicht so, dass du das freiwillig machen würdest. Auf keinen Fall. Weil schon eine zweite Person, danke für den Resub, Nafta, weil schon eine zweite Person macht so einen immensen Unterschied, weil du kannst nie im Leben, also vor allem beim Bossfight in Anku, beim AOEen mag es noch gehen, weil du da maximal 2 oder 3 Charakter steuern müsstest. Aber eben, du kannst nicht mehr als 2 oder 3 Charakter steuern, vor allem nicht beim Bossfight im Anku. Klar, wenn deine Charakter, deine 2 oder 3, das reicht ja theoretisch, wenn die so heftig sind, dass du es schaffst grundsätzlich, mag das schon gehen. Aber wie ich es gerade sagen wollte, wenn du nur eine zweite Person hinzunimmst, die dann auch nochmal 2 oder 3 Charakter steuert, dann halbiert sich ja wahrscheinlich schon die Zeit. Also wenn du es in 40 bis 60 Minuten Solo schaffen würdest, weil du so heftige Charakter hast und Full Power-Up, Pipapo, weil gut, ich meine, das mit Power-Ups in Anku, wir brauchen gleich drüber reden, also ohne Power-Ups brauchst du nicht reingehen. Also schon die zweite Person würde die Zeit ja auf jeden Fall halbieren. Wenn der auch 2, 3 richtig krasse Chars hat. Und klar würden sich auch die Drops halbieren, aber ich persönlich würde sagen, es solo zu machen ist einfach nur ein Flex, das ist wie ein Achievement. Du hast effektiv eigentlich nichts davon, weil es kann mir keiner sagen, dass das jemandem Spaß macht. Das war damals bei Solo Wilds schon so, dass es ja übelst anstrengend ist. Na gut, Wilds war deutlich leichter als Anku. Oder ist deutlich leichter als Anku. Aber eher nicht so empfehlenswert, würde ich jetzt sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass das vielen Leuten wirklich Spaß machen würde. Plus die Anforderung daran, es wirklich solo machen zu können, erfordert so ein heftiges Equipment, dass das sowieso nur auf weniger als 0,1% aller Spieler zutrifft, die das überhaupt schaffen können. Können. Aber für alles andere brauchst du theoretisch niemand anderen, ne? Kannst alles solo machen. Das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte an Flive. Auf der anderen Seite war das eigentlich schon immer so, seit man mehrere Chars spielen kann. Also seit jeder mehrere Chars ohne große Probleme, ohne Sunkist spielen kann. Hat sich also so entwickelt. Die Frage ist also, wie würde das Game überhaupt noch existieren, wenn das nicht so wäre? Weiß man nicht. Wie würde das Game aussehen, wenn das nicht so wäre mit mehreren Chars? Weiß man auch nicht. Das ist halt schwer zu sagen. Würde Flive überhaupt noch existieren? Wie viele Spieler hätte es, wenn du gezwungen wärst, immer mit anderen Leuten zusammenspielen zu müssen? Oder wenn du maximal einen Charakter steuern könntest? Das weiß man halt nicht. Also, viele kritisieren das zwar, aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwo ein Vorteil, dass du eben auch auf schlechter besuchten Servern und so trotzdem vernünftig spielen kannst und fast sämtlichen Content alleine machen kannst und eben nicht abhängig bist von anderen Leuten. Immer. Und für die wenigen Sachen, wo du abhängig bist, kannst du dir andere Leute suchen. Oder für die Sachen, wo es sich lohnt, auf jeden Fall auch mit anderen Leuten zusammenzuspielen, kann man sie sich ja dann suchen. Und das funktioniert ja eigentlich auch. Für Dungeon Runs zum Beispiel. Also, ist immer Vor- und Nachteil, je nachdem von welcher Seite man es halt sieht. Und fairerweise muss man sagen, eigentlich alle Leute, die es kritisieren, spielen auch gar nicht Flive. Also ich weiß nicht, ob die dann wirklich so viel mehr spielen würden oder überhaupt spielen würden, wenn es wirklich anders wäre. Weil immer wenn jemand kommt und sagt, er spielt hauptsächlich deswegen nicht, weil man mehrere, also wegen dem Multi-Clienting, dann sind es eigentlich immer Leute, die sowieso nicht mehr spielen. Und dann denke ich mir so, naja, würdest du dann wirklich jetzt jeden Tag spielen, wenn das wirklich anders wäre? Das ist halt die Frage. Und wie viele Leute wären das dann? Und auf der anderen Seite, wie viele Leute würden quitten, wenn es anders wäre? Also ich glaube, das wäre ein ziemliches Nullsummenspiel. Würdest vielleicht einige 100 Spieler wieder anlocken damit? Und die würden dann wieder spielen und spielen jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite würden einige 100 Spieler wahrscheinlich auch aufhören, die jetzt jeden Tag spielen.
Also unterm Strich würde wahrscheinlich einfach 0 dabei rauskommen. Weil es einfach eine persönliche Präferenz ist. Ob man lieber alles mit seinen eigenen Chars macht oder sich lieber andere Leute für alles sucht. Ich persönlich denke, die Vorteile überwiegen eher die Nachteile, vor allem bei schlechter besuchten Servern und so. Weil auf schlechter besuchten Servern, die könnten sie dann direkt offline nehmen. Weil da würdest du ja niemals Leute für irgendwas finden. Da ist es also ein riesiger Vorteil, dass man auch fast alles solo machen kann. Also allein schon deswegen würde ich sagen, es ist eher ein mehr, also überwiegen eher die Vorteile. 51 zu 49 mindestens. Es ist zwar cool, sich mit anderen Leuten zu connecten, aber wie du sagst, will nicht immer abhängig von anderen sein. Yeah, wenn ich mal Lust habe, zu unregelmäßigen Zeiten zu spielen. Exactly. Und jetzt stell dir vor, du spielst auf einem Server, wo sowieso kaum was los ist. Da musst du natürlich dann immer drauf gucken, dass du möglichst zu der Zeit spielst, wo die meisten Leute online sind, weil sonst findest du ja niemanden für irgendwas. Wenn du da mal mitten in der Nacht oder so zockst, weil du Urlaub hast oder so. Da ist ja dann kein Schwein online. Wie willst du dann überhaupt irgendwas machen? Was würdest du für Chars brauchen dafür? Ein Tank, ein AOE und eine AM. Und ein Damage Dealer. Bei der AOE und der Damage Dealer, also der AM und der AOE, könnten auch AM und Damage Dealer theoretisch sein. Kommt auf die exakte Konstellation an. Beziehungsweise könnte, weiß ich, AM Tank? I don't know. Kommt halt stark auch auf dein Equipment an, so. Also ich kenne jetzt Anko nur mit 150er Equipment. Ich denke, mit 180er Equipment ist es tatsächlich deutlich entspannter. Also aus der Tank-Perspektive vor allem. Aber auf jeden Fall, ja, mindestens 3 Charakter. Drei extrem gut ausgerüstete Charakter. Tank, AOE, RM, gegebenenfalls noch ein 4. Charakter. Wobei du unmöglich mehr als 3 zeitgleich spielen kannst. Also, du könntest mit 8 Charaktern reingehen. Theoretisch, wenn du 5 RMs hast, könntest du immer dich durchklicken und immer Merkaba starten. Quasi, also die ganze Zeit quasi Merkaba, irgendwie so. Aber es, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich sinnvoller, man fokussiert sich dann auf wenige Chars, die einfach richtig krass sind. Also alle Solo-Runs siehst du eigentlich immer 2 oder 3 Chars, die aktiv gespielt werden. Also bei Wilds damals gab es sogar Blades, die es mit 2 Chars gemacht haben. Also wo nur Blade und Ringmaster reingegangen sind, da war nicht mal ein Tank dabei. Aber das war Wilds, wie gesagt, der ist viel leichter als Anku.